Menschen habe ich nicht. Es geht los. Mal so. Moin, ihr Landratten. Moin! Mit steifer Brise heute? Sag mal, was ist denn das eigentlich für ein Wind? Ja, weiß ich auch nicht, wo der herkommt, hör mal. Also, Was denn das hier? ja, bis eben war ich noch etwas unsicher, ob die AIDA überhaupt rausgeht. Aber der Wind hat so ein ganz bisschen nachgelassen. Das stimmt. Ihr wisst das ja, bis ungefähr Windstärke 6 darf die AIDA fahren. Aber er hat ein bisschen nachgelassen. Also draußen haben wir auch schon eine 7, aber hier wohl eher so eine 4 bis 5. Und ich glaube auch, dass das der Grund vielleicht ist, dass sie die Hamburg Express verschoben haben auf morgen. Ich hatte eben im Chat gesehen, dass da schon der ein oder andere gefragt hatte. Es ist auf jeden Fall ordentlich windig. Also ihr müsst heute auch mit Windgeräuschen auf dem Mikrofon kämpfen. Aber das ist leider so. Aber ich habe extra ein Stück Kuchen mehr gegessen, nicht, dass ich hier wegfliege Ich heute. habe auch Kuchen gegessen. Du auch? Ja. Ach was! Ja, ich bin ja latent überfordert gewesen heute mit den ganzen Geburtstagsgrüßen. Also eben im Chat auch. Ich bin völlig überfordert. Ich wurde quasi geradet, könnte man sagen. Ich wurde völlig überrannt. Also Wie ganz, süß. ganz lieben Dank an euch da draußen. Also es ist wirklich... ich mag es ja nicht so, ne? Das weiß ich. Aber wenn die an dich denken, ja. das ist doch schon mal schön. Also ein ganz dickes Dankeschön. Ja? Wir singen auch nachher für dich. Au. Ai. Aber noch musst du einen Moment warten. Ja. Wir sind einfach mal etwas eher gestartet, weil hier ist gerade schon ein Schlepper lang gefahren. Ich weiß nicht, kann sein, dass die AIDA mit Schlepper rausgeht bei dem Wind. Ein Fairplay ist schon dran. 94 hast du entdeckt, oder? Die 94 ist Die 94. Und jetzt will ich aber hier mal die zweite Kamera ausmachen. Ihr wisst ja, Holla, auch holla, mit holla. einem Saugbagger kann man einen kompletten Stream Aber echt so. füllen. Aber so mit der Sonne ist super. Aber überleg mal, wenn der Wind Und nicht sein- wer ist denn das hier? Vitus Wie Behring warm würde es ist sein? hier fleißig am Baggern. Ist auch noch nicht sehr voll. Also wir haben noch ordentlich Wulzbug hier zu sehen. Wahnsinnig viel Tiefgang ist er noch nicht. Und wir dachten uns, da wir fertig sind, warum nicht einfach online gehen, auch wenn das noch ein bisschen dauert mit die AIDA Nova. Ja, ursprüngliche Planung heute Morgen sah noch so aus, dass wir zum Bubendei-Ufer gehen und da quasi schön Hamburg Express machen, schön AIDA Nova. Beide waren auf 18 Uhr getaktet, richtig mit einem lecker Sonnenuntergang dabei. Das wäre schon schön gewesen. Ja, und dann kam der Wind. Und sag mal, was ist es denn? Was ist das hier? Das Ja. ist ein Saugbagger. Ach was. Die baggern hier die Fahrrinne aus. Ah, Ja. guck mal, was wir nicht immer alles lernen bei dir, ne? Ja. Habe ich noch nie gesehen. Ja, ganz genau. Ja, Mensch, auch so viele Glückwünsche hier. Ey, danke. Guck mal, der Manu aus Leverkusen haut eine 5er Subbombe auf Twitch raus. Ey, Mega. Manu, Danke. dir. Hansi Seehund ist auch da mit 2,49. Dankeschön. Danke und Grüße. Und Henrik Köster, 20 Euro. Henrik, ganz dickes Dankeschön dafür. Vielen Dank. Auf ein spannendes neues Lebensjahr mit vielen beeindruckenden Streams. Jawohl, so Ja, wollen wir es. Schauen wir mal, oder? Mal gucken, was das neue Jahr für dich bereithält. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich auch. Oh, da kommt auch die Chefin. Die Chefin. Da kommt die Chefin. Ja, wir stehen heute auf dem Dach vom Cruise Gate, Jawohl. weil wir haben gesagt, Mensch, hier ist es schön offen, hier erwischt uns der Wind noch besser. Genau. Warum sollen wir uns irgendwo hin verkriechen? Von allen Seiten, von hinten, von vorne, von überall. Der Neffe ist auch da. Alles Gute. Danke. Ja, wir sind Wir live. sind schon live. Ja, Ja, Das ist ja gut, dass ihr ein bisschen früher da war, ne? ja, ich dachte mir, wir gehen schon mal live. Wir gucken hier so ein bisschen dem Saugbagger zu. Dann können wir schon mal ein bisschen Chat laufen lassen und so. Und ich hatte eben noch mal nachgefragt. Also Lotsen sind wohl abgeteilt für die Nova. Also die geht wohl raus.
Ja, sieht ganz gut aus, dass es hier, ja, 18 Uhr steht drin, also gehe ich mal davon aus, dass sie irgendwann zwischen 18 und 20 Uhr rausgeht. Nee. So jammer nicht. Du, bei Windstärke 6 hier oben, das halten wir nicht so lange aus. Es sind ja nur Böen, nur kleine Böen. Ja, nee, ist richtig. Sven, danke. 23, die Frisur sitzt, ne? Ja. Sven, danke auch an dich. 2 € Geburtstags-Superchat. Dankeschön. Danke. Und Matze haut auch nochmal 5 € raus. Matze, Dankeschön. Dankeschön. Walburga ist seit 17 Monaten dabei. Walburga, Dankeschön. Und Christian Vollmer, 20 €. Christian, danke. Vielen Dank. Dann haben wir Bason im 8. Monat dabei auf Twitch. Herzlichen Dank. Und der Porsche-Fan ist 14 Monate auf YouTube dabei. Mensch, Leute, echt vielen Dank, dass ihr das auch immer wieder verlängert, dass ihr so lange schon dabei seid. Also das ist wirklich, Toll. Einfach nur toll. ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, sensationell. Boah, die Vitus Bering die ist aber schon beeindruckend jetzt von hier oben, oder? Finde ich auch. Meister Röhrig, 9 Monate, danke dir. Und Renate, 5 € Superchat. Danke von Renate und Uwe. Vielen Dank, ihr Herzlichen beiden. Dank, ihr Lieben. Vielen Dank. Svenny, danke für 19 Monate. Und Henning, danke für ein ganzes Jahr. Verrückt. Oh, guck mal, was das für eine schöne Nase ist. Das ist wirklich, also schon beeindruckend, das Schiff. Also wirklich, Da kannst du ein Fotoshooting mit Schwester Hansen oben drauf machen. Oh, so eine Nase hättest du auch gerne, oder? oh. Als Meerjungfrau. Da vorne drauf. Das, Wer sich fragt, was dieses Teil hier macht, ja, die Fahrrinne muss permanent nachgebaggert werden und deshalb sind hier ständig Saugbagger im Einsatz. Sieht man eigentlich fast täglich auf der Elbe unterwegs. Und ja, heute haben wir tatsächlich mal das Glück, dass er direkt hier vor unserer Nase fährt. das müssen die auch jeden Tag hier lang fahren, weil sonst kommen die Schiffe nicht mehr rein. Ne? Ja, irgendwann ist leider Verschlickungs... sonst Feierabend. Ja. Verschlickung bis zum obersten. Stefan, danke für 6 Monate und Henrik, 15 Monate. Danke. Vielen Dank. Und Wookie lässt nochmal 5 € Geburtstagsgrüße da. Dankeschön. Da. Dankeschön. Wir haben übrigens noch einen Kuchen an Bord. Das brauchen wir, sonst fliegen wir hier weg. Für Kadi kam heute wieder ein schöner kleiner Kuchen von dem lieben Frank. Stimmt. Was? Danke. Den werden wir nachher hier schön verspeisen. Herrlich. Du, da klingelte der DHL-Mann und hatte wieder einen Kuchen dabei. Wie süß ist das Wenn der denn? DHL-Mann Kuchen bringt. Ja. Danke auch an die Berliner Göre. Nochmal 5,99. Ganz dickes Dankeschön. Und an den Sagen wir Nico auch. für 12 Monate. Feiert quasi Einjähriges. Herzlichen Dank. Ronos, 5 €. Ronos, Dankeschön. Und Turbo, hey, 20 €. Mann, Leute. Leute, was ist denn mit euch schon wieder los? Was stimmt denn nicht? Mensch, ein dickes Dankeschön. Ein dickes Dankeschön. Die freuen sich alle mit dir. Und Ganz lieben Dank. Flo Handbike ballert einen 10er Subs raus. Wow. Mann, oh Mann. Weißt du denn auch, wie viel Schlick die da in ihrem Bauch füllen kann? Wie viel? Nein, das kann ich dir nicht sagen. Das müsste man jetzt tatsächlich mal ein bisschen nachgoogeln. Aber die macht für dich hier extra eine schöne Schleichfahrt. Die Kann macht das hier eine sein? schöne Show, ja.
Definitiv. Wir wollten ja heute eigentlich Abrissparty machen, ne? Terrassenabrissparty. Mal gucken, was kommt. Reiß die Hütte ab, reiß die Hütte ab. Guck mal, da sind gleich alle dabei, Ja, die alle. hier drumherum stehen. Aber das brauchen wir nicht, weil der Sturm so wild ist. Taco, auch an dich ein dickes Dankeschön für 5 € von Bodo, Susi und Kai. Dankeschön. Vielen Und Dank. Peter Lange, 2,49 mit Grüßen an sein Enkel Georg. Liebe Grüße, Georg. Martin und Jutta sind da. 5 €. Herzlichen Dank an euch. Und die schreiben dabei, wie alt ich geworden bin. Das muss jetzt aber nicht sein. Wieso? Das muss Du aber nicht sein. bist doch ein Mann im besten Alter mit grauem Haar. Ist alles super. Ja, das stimmt auch wieder. Das stimmt auch wieder. Frank ist 3 Monate dabei. Frank, Dankeschön. Hertussen, Honi, 100 Bits auf Twitch. Danke, danke. Vielen Dank. Und Vielen der Dank an André alle. ist seit 7 Monaten dabei. Dankeschön. Boah, der Wind ist heute sportlich. 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 Ja, ne? Absolut sportlich. Ich muss auch mein Haar mal irgendwie ondulieren, weil nachher stehen die alle zu Berg. Ondulieren. Ondulieren. Moin. Danke dir. Danke. Ondulieren, Ondulieren ist doch auch so ein altes Wort, was Ja, man nicht mehr benutzt, Ganz oder? genau. Aber ich bin ja Oldschool Mutti. So. Da im Hintergrund kommt auch noch ein Schlepper. Ich glaube, Peter ist das. Peter fährt irgendwie gerade hinter der Vitus lang. Genau, 3-Wetter-Taft und das Haar sitzt. Nee, heute nicht. Heute spiele ich mal Sophia Loren. Ein bisschen Wind ist natürlich immer ganz gut für nette Bilder. Bisschen Wind, ja, das kann ich ja alles verstehen, aber das ist ja. Die Elbe kräuselt sich. Sag mal, was ist denn hier schon wieder los? Ich komme ja gar nicht hinterher. 5,99, danke Sachsen-Uwe. Vielen, vielen Dank. Und die wilde Hilde verschenkt eine Mitgliedschaft. Danke Hilde, herzlichen Dank. Dana, danke 2 €. Andreas Westphal ist da. 5 €. Danke Andreas, ganz, ganz lieben Dank. Vielen Dank an alle. Dankeschön. Stefan schickt 2 €. Dankeschön. Und der Guido 2,49, 3-mal hoch. Hast du dir da auch schon selber einen Geburtstagssound heute gespielt? Nein, nein, das machen wir nicht. Nein, sowas gibt es Aber nicht. vielleicht haben wir ja noch ein Geburtstagskind Nein, heute dabei. nein, nein. Ja, genau, das würde mich mal interessieren. Hat Wer denn hat heute denn noch heute jemand? Geburtstag? Hat Doch. irgendjemand das zweifelhafte Vergnügen, mit mir am gleichen Tag Geburtstag zu haben? Johnny, danke für deinen Sub auf Twitch. Richard, danke für 15 Monate. Kalle Blom vom Voss, eine verschenkte Mitgliedschaft. Herzlichen Dank. Und Petri lässt 10 € Superchat da. Danke, danke, danke. Anja, die Bande aus Wasserburg mit 5 €. Vielen, vielen Dank. Sie schickt auch explizit nochmal liebe Grüße an alle hinter der Kamera. Das ist sehr lieb. Vielen Dank an alle. Und danke für die Grüße. Wir grüßen natürlich alle auch zurück.
Wenn wir nicht weggeflogen Ja, wenn wir sind. nicht weggeflogen sind. Peter lässt sich aber auch Zeit. Da hinten wartet noch ein Schleppi. Also einer ist ja schon dran an der AIDA. Und wenn ich mal hier so einen Turboschwenk rüber mache, da wartet auch einer. Ach, was, wer heute auch Geburtstag hat? Wer denn? Torben? Unser Torben? Ja, aber klar, Oh, Torben, oh nein. Und Torben hat mir zum Geburtstag gratuliert per WhatsApp und ich habe einfach nur Dankeschön geschrieben. Oh, Torben, ey. Digga, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Mensch, Torben, ich hau's raus für dich extra. So, es wird immer voller hier. So, der Rest der Truppe. Immer voller wird es. Langsam sind alle eingetrudelt. Oha. Just in dem Moment. Hallo. Na, Na, mein Lieber. Diggi. Wir machen jetzt mal einen Gruppen-Digi, Kuschel. Ein Gruppen- Alle zusammen. So. Rüber. Nee, du in die Mitte. Gruscheln. Du, Wir du gruscheln. bist ja das Wir Sandwich gruscheln. hier. So, Komm rüber. Komm rüber. Oh, Frau Hansen, ist Ihnen das so recht? Ja, so kuschelig. So viel Körperkontakt. So viel Zum Glück Körperkontakt. ist ja kein Virus mehr unterwegs. Ja. haben wir schon. Ja, Peter biegt ab. Wir wollen ja hier nicht das Thema des Kanals aus den Augen lassen. Nein, wir haben ein Peter biegt ab. Donut-Drücki gemacht. Muss auch mal sein. Ja. Auch kein Kuscheln. Guido ist seit 2 Monaten dabei. Guido, Dankeschön. Dann haben wir Petra mit 2 Euro. Danke, Petra. Danke. Aus Berlin kommt nochmal 5 Euro mit einem Happy Birthday. Herzlichen Dank. Der Till lässt auch nochmal einen 5er Superchat da mit Glückwünschen. Till, danke dir. Und Andrea auch nochmal 5 Euro. Würde mich freuen, wenn ihr nachher mal zum Heck zoomen könntet. Würde gerne meine Lieblingskollegin virtuell winken. Ja, wir werden das versuchen. Also wenn irgendwie sich Leute hier bemerkbar machen. Brigitte hat auch schon gesagt, da ist irgendwer ist an Bord. Ihre Die haben Schwester. ach, ihre Schwester. Ja. Mit Flagge. Brigitte, deine Schwester hat eine Hamburg-Flagge, hast du gesagt? Ja, ihr hat so ein. So eine richtig große oder? Ja, so. Kann sie auch als Segel nutzen, habe ich gerade gehört. 30 mal 40? Ich glaube 30 Auch nicht schlecht. 30 mal 40 Meter? Zentimeter, okay. Ja, guck mal, der Gerhard-Foto hat extra für Schwester Hansen nachgeguckt. 11.800 Tonnen Oha. kann der Saugbagger aufnehmen. Du, das ist eine ganze Menge, ne? Vielen Dank dafür. Das ist eine Menge Schlick, würde ich Ja, sagen. würde ich auch sagen. Und wo transportiert er das dann hin? Bei dir vor die Haustür. Nee, bitte nicht. Kriegen Anfall. Oh, der hat auch gerade gewendet, das haben wir gar nicht mitbekommen. Also der macht hier wirklich direkt vor der Kamera auf und ab. Das ist unser Model heute. Vor der AIDA. Melanie, danke, 2,49. So, Ben, du kannst ja mal übernehmen. Und hier, Tommy, ne? danke für 200 Nee, ich Bits. finde, du machst Da das. steht ja auch ja. der weiße Puschel und Ja. so. Ja. Das ist voll nett. fragen, ob sie lieber dich haben. Nee. Nimm das mal ab und dann kannst du dir das mal anpinkern. Und dann. Ich muss machen. So, bevor es hier mal lört. Ich übergib mal. Ich finde, Vitus Bering könnte mal hupen. Anja, sag mal, du bist doch die Schiffsbeschwörerin. Du bist doch die Schiffsbeschwörerin. Meinst du, ich soll ihn mal beschwören? Was möchtest du denn haben? Ja, ein Horn von der Vitus Bering. Vitus, hörst du uns? Vitus, du süßes kleines Saugbackerchen. Wir wollen dich hören, ganz laut und fein. Jetzt wäre ein Horn ganz wunderbar für uns. Ich kann ja mal pfeifen. Der hört uns nicht.
Ja, du hast ja auch kein Mikrofon mehr. So, du weißt Bescheid. Das war das Problem. Aber jetzt musst du da ran. Ja, ich bin nicht so gut im Betören. Das habe ich nur einmal hingekriegt und dann habe ich geheiratet. Danach habe ich es sein lassen. Das reicht ja auch. Ja, eben. Ne? Ist doch ganz wunderbar. Das gibt auch sonst nur Ärger. Ne? Oh, das muss auch nicht sein. Ja, nee, lass mal. Du, Scheidung ist teuer. Ja, ja. René, alles klar. Ja? Genau. Ja, ich weiß. René, stimmt, die haben vorne die Kabine. Vorne, ja. Ah ja, hier, René hat 5 Euro Superchat geschickt. Liebe Grüße an Brigitte, sind auf der Nora vorne am Bug und haben einen roten Wimpel. Ja, super. Also ihr müsst mir auf jeden Fall nachher helfen und sagen, wo ich hinfilmen muss, denn Stimmt, wir haben ganz wenn ich vorne- hier bei mir auf den Monitor gucke, ist das immer alles relativ klein. Also, wir suchen nach einem roten Wimpel. Ich habe auch Getränke mit, ne? Oh, Kiezmische. Oha. Ui, das ist ja fast wie im Sommer. Soll ich dir eine aufmachen? Paddy? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Dankeschön. Kann das sein, dass der jetzt nur zurückfährt? Ich finde, der ist ganz schön schnell auf dem Rückweg, oder? Ja, Kann das sein, dass der jetzt gerade nicht baggert? wirkt auch nicht so, als wenn er voll wäre. Ne? Also, sonst sind die ja durchaus wesentlich tiefer im Wasser. Aber eben in die andere Richtung war er deutlich schneller. Sebastian fragt, was ein Wimpel ist. Sebastian, kennst du das Wort Wimpel nicht? So ein Dreieckchen. Ja, so eine kleine Dreieckige dreieckige Flagge. Also ein Wimpel gibt's ja auch immer, wenn sich Fußballmannschaften gegenüberstehen und die Ja. tauschen dann ja immer den Nationalwimpel aus. Ja, manchmal hat man dann auch so einen kleinen, so eine Wimpelstange mit dabei, wo der dann dranhängt. Manchmal gibt es auch nur den Wimpel. René, 20 Euro, du standst doch gerade noch hinter mir, Mensch. Danke dir. Ein René hier, ein René an Bord. Guckst du? Guckst du weiter? Ne? Guckst du zu? Guckst du wo? Noch nicht Stößchen. Chef, Ja, der Chef braucht erstmal. der Chef braucht noch ein bisschen. Vielleicht nicht in die Menge halten. Ja, aber was für ein Hamburger Wetterchen wieder, ne? Bisschen windig, aber Bisschen ansonsten windig, ja. echt schön. So, Ja, nochmal so wollt ihr als... noch mal singen oder was? Ihr wollt singen? Ja, na sicher. Ihr wollt wirklich singen? Aber erstmal machen wir Prösterchen, ne? Ja. Tschüsschen! Zum Wohl. Prost. Auf Buddy! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Paddy. Happy Birthday to you. Hip, hip! Prost. Hurra! Hip, hip! Hurra! Unfassbar. Prösterchen. Prost. Guck, der klingelt auch gleich. Bling. Och, alles gut, nee. Ich krieg Ausschlag von Alkohol. Das tut mir leid, ne? Hier sind auch Trecker verkohlt, ne? So. Gute Cracker. Hier haben wir die Fairplay 9. Die ist auf jeden Fall, die ist hier fest. Hat festgemacht. Ich weiß nicht, ob die hier irgendwas testen mit der Leine oder so. Ja, oder sieht zumindest so aus. Aber guck mal, jetzt wendet der Saugbagger, die Vitus Bering. Aber da ist doch einiges wieder los hier im Hafen. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hinfilmen soll. Ela, Ela. Danke dir. 10 Euro. Dankeschön. Und Bernie. 11 Monate. Dankeschön. Wahnsinn, wie viele schon so lange dabei sind. Ja, da halten wir die Stange, ne? Sind treu dabei. Ja, das ist, also das freut mich auch. Also, dass wirklich da so viele sind, die dann auch sagen, Mensch, wir verlängern das. Aber noch ein bisschen stärker.
Heute ist Abriss hier oben. Ja, da ist ordentlich was los, ne? Ich habe auch Ja. das Gefühl, das wird immer mehr. Es war, Also von Mal zu Mal. also wir hatten ja noch die Hamburg Express auf dem Zettel. Die sollte ja auch um 18 Uhr rausgehen. Meine Vermutung ist, dass sie die wegen Wind drin gelassen haben. Ja, ich meine, gut, so ein Schiff hat ja auch eine gewisse Angriffsfläche, ne? Und gerade die großen. Also ich hatte eben noch mal beim Lotsen nachgefragt und der sagt, die AIDA darf bis Windstärke 6 fahren. Und er meinte, der Wind würde wohl ein bisschen nachlassen, deshalb lassen sie die wohl raus. Ja, heute Abend soll es abflauen. Genau. Und Hamburg Express, es ist jetzt nur eine Vermutung. Es kann natürlich auch sein, dass es irgendeinen anderen Grund hat, dass sie die später rauslassen. Aber es ist eigentlich naheliegend, weil diese großen 400-Meter-Schiffe, das ist dann ja, Was haben die für eine Segelfläche, ne? Das ist ja riesig groß. ist noch mal ein bisschen mehr als jetzt die AIDA Nova. Schiffspotter Paul, Dankeschön, 2,49. Und Schönheit mit dem schönsten Namen. 2 Euro Superjet zum 50. Geburtstag. Ja, gerade aus der Pubertät raus. Gerade groß geworden, ne? Dankeschön. Und Per Aberhoff mit 13,33 Euro zum 33. Siehst du? Also innerlich immer noch 18, oder? Ja, es ist in der Tat so. Ne? Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass ich teilweise so unreif bin mit meinen Gedanken und mit dem, was ich so mache. Also manchmal habe ich so das Gefühl, dass ich echt noch so total das Spielkind bin. Und dann gucke ich mir irgendwie so andere erwachsene Männer an und denke mal, boah, die sind alle so seriös. Naja, also ich kann dir ausstellen, seriös wirken tust du auch, aber du hast einen kleinen Technikspleen und den lebst du aus. Das ist doch in Ordnung. Ne? Und es ist ja auch wichtig, dass man jung im Herzen bleibt. Aber können denn die kleinen Fiederschiffe rein und raus? Das ist wahrscheinlich eher dann schon. Ja, ne? ja. Ich glaube, das sind erst wirklich die ganz großen. Ich weiß nicht, wo das losgeht, ob das bei den 330ern losgeht. Auf jeden, ja gut, die AIDA Nova, was hat die? Ich glaube 340, 345. Also irgendwo da Ja. geht das Ab dann los der mit Grenze diesen, ist dann wahrscheinlich, ne? sind dann, ich glaube AGFs werden die genannt, außergewöhnlich große Fahrzeuge. Ah, okay. Ja, Auch eine schöne Übersetzung, oder? ja. Oder Bezeichnung. Schwarzbad-Jürgen, 200 Bits, herzlichen Dank. Und der Parzi raidet rüber. Moin Parzi mit 16 Raidern hier, willkommen im Hafen. Schön, dass ihr da seid. Also da war nichts drin. Ich weiß nicht mehr. Ja, also AIDA geht um 18 Uhr raus, das steht eigentlich schon länger fest. Die haben ja jetzt die Abfahrtszeiten eigentlich auf 17 Uhr geändert. Und hatten wir ja auch die letzten Male, aber die haben sie gestern schon geändert von 17 auf 18 Uhr. Also die wussten wohl schon, dass das ein bisschen länger dauert. So, was genau hat denn jetzt Fairplay 9 da hinten getrieben? Ich glaube, die haben irgendwie was mit der Leine getestet. Wo ist sie denn festgemacht? Ja, irgendwo am Poller da. Vorne an der Spitze von Ja. der Werft. Und guck mal, die Vitus Bering, die hat definitiv gewendet und jetzt baggert sie wieder, also fährt jetzt deutlich langsamer. Und so langsam sehen wir auch, wie der Tiefgang zunimmt. Also Ja. eben hat man noch so ein bisschen den Rostschutz gesehen, unten das Rote, das ist jetzt gerade so weg.
Ja, ein bisschen sieht man vorne noch, aber gleich komplett verschwunden. Also die scheint ja auch getrimmt zu sein, ne? Dass sie ein bisschen mit dem Heck ist sie tiefer im Wasser als vorne. Ich denke mal, das passiert beim Baggern einfach, dass die, ich weiß nicht genau, wie das innen drin aussieht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie dann innen drin auch ein System haben, wie sie die Ladung verteilen. Ja. Und das dann vielleicht jetzt erst das hinten und dann irgendwann wird das nach vorne. Wäre mal interessant, wie das innen drin aussieht. Ich glaube nicht, dass sie das alles nur an der gleichen Stelle reinpumpen. Das müssen sie wahrscheinlich, denke ich, schon ein bisschen verteilen. Ich denke auch. Also ich vermute mal, die haben da verschiedene Tanks, die sie dann befüllen. Ja, ob das Tanks sind, weiß ich nicht. Ich glaube schon, das sind einfach größere, im Prinzip sind das, glaube ich, einfach große Ladeluken. Jürgen, danke dir für 14 Monate. Und Manuela ist seit 19 Monaten dabei und sie schickt liebe Grüße an Gabi. Oh, Gabi, ne? Liebe Grüße, Gabi. Liebe Grüße. Und Rex ist da und Rex verschenkt eine Mitgliedschaft an Iver. Iver, welch Ehre. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, guck mal, wie langsam die jetzt vorwärts kommen. Also die sind definitiv, haben die gewendet. Aber direkt vor unserer Nase hier, da kannst du alleine einen ganzen Stream draus machen. Ja, aber dann haben wir einen Pausenfüller, bevor die AIDA kommt. Das ist doch super. Deshalb habe ich auch eben gesagt, wir können ruhig schon starten, weil die hier halt auf und ab fährt. Ja. Ich gucke mir das ehrlich gesagt auch ganz gerne an. Also wenn man unten steht, dann wirkt die auch noch deutlich imposanter. Ja, was sie genau gemacht haben, also ob die da jetzt tatsächlich Pfahlzug noch mal getestet haben oder ob die, vielleicht haben sie auch die Leine, haben sie einfach geguckt, ob die Leine in Ordnung ist, dass sie die einfach einmal ein Stück abgewickelt haben. Da haben sie auch mal nachgemessen, ob noch alles da ist. Ne? Man weiß ja nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Dann sehe ich hier die Frage, ob ich sagen kann, ob am 3.4. große Schiffe kommen. Nein. Du kannst aber selber nachgucken, wenn du einfach mal in die Segellisten guckst. Allerdings bis zum 3.4., das sind ja noch fast 2 Wochen. Da wird sich sicherlich noch einiges ändern. Aber wenn du nach Hamburg Segelliste oder Hamburg Schiffsankünfte suchst, da gibt es jede Menge Webseiten, wo man eine Info darüber bekommt, welche Schiffe wann reinkommen. Ja, dann gibt es ja auch noch die Homepages von der Eurogate oder von der Hala, da kann man es auch sehen. Genau. Und ich muss auch gestehen, also jetzt so eine Frage, 3.4., für mich ist 3.4. so weit weg, da ich einfach weiß, dass sich da halt noch einiges tun wird. Ja, man weiß ja auch nicht, was sich noch alles ergibt. Ne? Und bis zum 3.4. fließt noch viel Wasser die Elbe runter. Aber weißt du, dass sich tatsächlich das größte Containerschiff der Welt angekündigt hat? Für Hamburg? Das größte, die Nummer 1. Echt jetzt? Also es gibt ja mehrere baugleiche. Das ist die MSC Irina-Klasse. Aha. Und ein Schiff aus dieser Klasse, also es gibt die Irina, dann gibt es die Loretta und die MSC Michel Capellini und es gibt, glaube ich, noch 2 oder 3 andere. Und die MSC Loretta, die kommt, also aktuell steht sie, glaube ich, auch am 27.03. oder 29. müsste ich nochmal nachgucken. Aha. Und das ist nominell gesehen das größte Containerschiff der Welt mit 24.300 und ein paar kaputte Container. Oha. Ja, also das lässt du dir nicht entgehen, würde ich sagen, oder? Nur wenn sie nicht nachts um 4 kommen. Ja, da wird es ja schon fast wieder hell. Versuche ich natürlich dabei zu sein. Volker, danke dir für 13 Monate.
Und Philipp, auch ein Dankeschön für 15 Monate. Dann haben wir noch Frank Film, der lässt nochmal 5 Euro Superchat da. Herzlichen Dank. Zum 50. auch. Aber jetzt haben wir hier aber gerade ein kleines Rennen, oder? Schlepper gegen die Louisiana Star, gegen die Hafenfähre. Ja, wer macht das Rennen? Nicht? Im Moment zieht die Hafenfähre kräftig an, überholt auf der Ja. rechten Spur. Ich weiß auch nicht, ob das so richtig ist. Das kann sein, dass sie schneidet. Ja, Louisiana Star Guck holt dir auch an, was auf. für eine Parade. Ich möchte sagen, Schlepper fällt zurück. Ganz Ist halt auf Kraft ausgelegt, nicht auf Geschwindigkeit. Ja, der darf sich hinterher alle wieder einsammeln, wenn sie sich festgefahren haben. Jetzt mal ganz kurz laut. Geil. Das war live. Das war Hanni. Ja, und am Ende abgeschlagen eine kleine Glitscher. Die gibt auf, die mag nicht mehr. Die Gabi Glitscher. Also hier ist ja richtig was los. Hallo. Fans. Moin. Fans. Moin, moin. Moin. Jürgen schickt auch nochmal 10 Euro Geburtstagsgrüße. Jürgen, Dankeschön. Und der Holgi, 5 Euro Superchat. Wind am Außenmikrofon ist ein bisschen heftig. Ja, Holgi, es ist Wir haben ein leider. bisschen Wind. Also wir haben leider ein bisschen sehr viel Wind. Das, also da ist, glaube ich, da sind die kleinen Windpuschel von den Ansteckmikrofonen ein bisschen überfordert. Nahezu chancenlos eigentlich. Ja, da bräuchte man jetzt wirklich diese Riesenpuschel, die wir auch. Ich Tote habe ja, Katze nennt sich das, glaube ich. Ne? ich habe ja ich habe ja dieses Wombat, was ich auch auf okay. Deck 7 habe. Das wird das vielleicht schaffen, aber dann, das ist ja nicht zu moderieren. Das Ja. müssten wir dann auf uns richten. Ne? Ich habe ja schon gesagt, letztes Wochenende, wir fahren heute mal hin. Das tut mir ein bisschen leid, aber ich kann es nicht ändern mit dem Wind. Das ist völlig in Ordnung. Ja, Hamburg und ein bisschen Wind, das gehört aber auch so ein bisschen zusammen. Ist aber natürlich für den Ton nervig. Ne? Also Ja, das ist so. verstehe ich schon. Man ist immer richtig gut mit dabei. Ne? Ich weiß auch nicht, ob wir die Mikros hier noch irgendwie anders. Man könnte höchstens gucken, ob man sich ein bisschen in den Wind stellt. Wenn du dich so ein bisschen mit dem Rücken zum Wind drehst. Ja. So, ich versuche dir mal Windschatten zu geben. Nee, du musst dir deinem Mikrofon Ja, Windschatten mache ich geben. gerade hier. Okay. So. Und du partizipierst vielleicht sogar davon. Guck mal, die Mädels sind schon am Essen. Wir wollen doch nachher noch eine Runde essen gehen. Hallo, esst mal nicht so viel. Ach, Knabberkram geht immer, ne? Ja, die lässt sich aber ein bisschen Zeit da vorne, ne? Die macht das gründlich. Ich könnte ja bei dem Licht schon wieder eskalieren. Ja, ist schön, ne, oder? Ich habe mit weiser Voraussicht meine Kamera mitgebracht. Hast du die neue Fuji gesehen, Ben? Hab ich. Und triggert dich das oder nicht so? Wenn ich ehrlich bin, gar nicht. Ja, ich fand sie auch irgendwie nicht so. Also ich finde die Idee gut. Mittelformat als Kompaktkamera finde ich eigentlich cool, so im Stile so einer X100. Aber ganz ehrlich, ne, wenn die 5,5 kostet und die ist nicht von Haus aus wetterfest, sondern ich muss da wieder was reindrehen. Und Blende 4. Ja, Blende 4 ist bei der GFX ja im Prinzip eine 2,8 ungefähr, Ja, von der Schärfentiefe. Aber vom Licht bleibt es eine 4. Vom Licht bleibt es eine 4. Und für 5,5 hast du da auch das Problem, das Display hinten ist nicht kippbar. Das kannst du nur nach oben kippen, aber nicht zur Seite weg. Und dann hast du nicht mal ein Bildstabil drin. Und das bei 100 Megapixel. Brauchst du den eigentlich. Also ich weiß nicht. Ja, Wäre mit Sicherheit mal spannend, sie auszuprobieren, aber ich
Ich habe auch nicht sofort angefangen, sämtliche Spartöpfe zu plündern. Vor allem für den Preis kriegst du ja eine richtige. Ja. Proxy, danke dir für 2 Monate. Bene Amina, ja, danke, 5,99 mit Geburtstagsgrüßen. Und Annette ist da, schickt 10 Euro. Annette, herzlichen Dank dafür. Danke. Und dann haben wir den Joachim mit 5 Euro Geburtstagsgrüße. Joachim, auch an dich ein dickes Dankeschön. Also wenn du nachher aktiv werden willst, Ben, dann kannst du das Mikro mir jederzeit geben. Ne? Ja, Jetzt alles bist du gut. noch gut in der Moderation. Die Leute müssen sich noch von mir erholen vom Dom. Aber ich stehe hier Gewehr bei Fuß. Ne? Ja, das passt. Guck mal, hier sind auch schon einige, die schreiben. Endlich mal wieder Ben dabei. Siehst du? Oha, ja, siehste. So schnell kann es gehen. Aber ich habe gehört, Sony ist auch schon wieder dabei und ist am Rumbasteln. Da soll es wohl auch wieder was geben. Ja, ich warte hier die ganze Zeit auf eine Alpha 7.5. Wusstest du, dass Schwester Hansen einen Fanclub hat? Ja, nein, also ich wusste nicht, dass es den schon gibt, aber letztens haben wir ja noch darüber gewitzelt, dass wir den Schwester Hansen Fanclub gründen. Guck mal hier, der Klausen Agrar. Der Schwester Hansen Fanclub wünscht Paddy alles Liebe. Stimmt, der Klausen Agrar war, glaube ich, letztens dabei bei der inoffiziellen Gründung des Schwester Hansen Fanclubs. Ich will mal gucken, ob wir von hier aus Leinen sehen. So, ich glaube, wir sehen da was. Also am Fernseher bei den Leuten zu Hause bestimmt. Also ihr seht das bestimmt. Aber das sieht mir so aus, als ob da noch einige Spaghetti dran sind. Oh, langsam müssen Sie beeilen, ne? 18 Uhr, happy. Stilgar lässt 5 Euro dann schreibt. Dann bist du kein Ufü mehr, sondern ein Uhu. Ein Ufü ist ein Unter 50. unter 50, sondern ein Uhu ist ein unter 100. Oh mein Gott. Ich meine, wenn du das mit 100 noch machst und hier mit Gehwagen stehst, Respekt, ne? Ja. Oder im Rollator, wie wir ja schon festgestellt haben. Oh, Susanne fragt, ob Schwester Hansen bei Instagram ist oder YouTube. Schwester Hansen findest du unter Schwester Hansen bei Instagram. Vielleicht müssen wir das mal reinhauen, ihren Account. Ja, vielleicht ist eigentlich ein Moderator da. Also Basti habe ich gesehen. Basti ist auf jeden Fall da und Sebastian ist, glaube ich, auch da. Die anderen sind wieder alle ausgeflogen. Ja gut, bei dem Wetter auch am Samstagabend. Aber ich denke, dass der liebe Sebastian das ganz schnell rausfindet. Du weißt ja, der ist immer auf allen Kanälen. Die Maschine. Ja, das kriegt er hin. Guck mal, der hat da oben auch so ein schönes Typhon. Ja, das könnt ihr ja einfach benutzen. Könnt ihr mal ne? testen. Aber von einem Saugbagger haben wir doch schon eins bekommen. Ne? Aber das Ja. Schöne ist, wenn der jetzt so dicht dran vorbeikommt, dann kannst du ja auch vielleicht ein paar Detailaufnahmen filmen. Wir haben Den doch, Saugbagger finde ich cool. Also der sieht echt nett aus. ich finde den auch cool. Wir haben das Horn von der Kaishu. Oh, Annette weiß, was ich liebe. Annette haut 5 Euro für ein Spaghetti-Eis raus. Ich hatte noch kein Spaghetti-Eis dieses Jahr. Wir müssen die Saison eröffnen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon drauf. Wir sind ja schon bei der Eisdiele vorbeigefahren, aber hatten wir wieder keine Zeit zum Anhalten.
Also so ein Stream vom Saugbagger wäre auch mal richtig genial. Also ihr dürft uns gerne einladen. Ja, mal mitfahren. Man wird zwar nicht schnell, aber dafür schön. Also ich stelle mir das technisch auch vor allen Dingen spannend vor, wie das funktioniert. Ne? Also ich finde, das ist genau die richtige Art von Hafenrundfahrt, die hier gerade machen. Ich frage mich auch, wie sie das Ganze wieder loswerden. Haben die unten eine Luke, die sie dann aufmachen können? Oder? Ja, ne? Die haben einfach eine große Klappe. Aber man hat so das Gefühl, dass sie auch fast ein bisschen stehen. Ne? Also immer mal wieder ein bisschen Schub, dann stehen sie wieder. Zumindest wirkt es so. Hier kommen auch schöne Grüße aus Las Vegas von Rumchacha, wenn ich das richtig lese. Ja. Aus Las Vegas. Und da jetzt mal sein und eine Runde zocken, hätte ich ja heute auch Bock. Ne? So an den einarmigen Banditen, das finde ich immer richtig gut. Ich habe ja mal eine Zeit lang sehr gerne gepokert, aber ich war da tatsächlich überschaubar talentiert. Hammer. Aber das ist ja schon echt länger. Hammer. So, okay, und jetzt musst du bleiben, damit die Leute nicht sehen können und dann zockst du. Ja, wenn du sowas machst, dann kannst du das sowieso nicht sehen. Also ich glaube, ich sehe da immer noch Leinen. Ja, das wird sich schon gleich ergeben. Ja. Hat jemand Handschuhe mit? Nee, aber ich hätte gern welche gehabt. Ich auch. Mega. Bin ich Mensch? Die bleibt Ja. jetzt hier stehen, die baggert jetzt ein Loch. Ja. Ja, ich meine, die könnt ja mal so eine kleine Typhonerprobung können sie ja machen. Ne? Skyjack ist seit 8 Monaten dabei, ganz lieben Dank. Und dann haben wir Till mit 2 Euro Superchat. Er sagt, der Name des Horns wurde abgeschnitten. Ja, muss ich mir mal angucken, muss ich mir mal merken. Ich bin eh gerade dabei, das ganze System mit den Hörnern umzubauen. Aha. Ja, ich habe das sehr kompliziert gemacht. Also ein neues Horn einzupflegen ist sehr aufwendig. Und jetzt bin ich dabei zu gucken, dass ich das einfacher bekomme. Muss dann aber natürlich die ganzen vorhandenen Hörner erstmal nacharbeiten. Aber wenn ich das einmal habe, dann wäre es deutlich einfacher. Also quasi dann das Auffüllen und Nachfliegen oder mal Ja, ja. rausnehmen. Und, Annette hat sich letztens schon die Hennecke Rambo gewünscht und dann musste ich leider passen, obwohl ich sie habe, aber nicht eingepflegt ins System. Ah, okay. Joanna fragt, wie lange die AIDA von Hamburg nach Cuxhaven benötigt. Also ich glaube von hier bis Cuxhaven 5 Stunden so ungefähr. Das ist auch eine kleine Ecke, ne? Ja, Aber hast du denn so eine Art Playlist, um so ein Horn dann abzuspielen und zu suchen? Oder? nee, ich habe die ja alle hier auf Knöpfen. Also ich habe ja hier so eine App Ja. und in dieser App ist für jedes Horn habe ich einen Knopf. Ja, das ist auch nicht ideal, weil mittlerweile sind das 2 Seiten. Ja, ist nicht gut für die Übersichtlichkeit, ne? Nee, nicht so wirklich. Tja. Nonverbale Motivation funktioniert nicht.
18 Uhr. Um 18 Uhr sollte die rausgehen. Also irgendwann demnächst. Irgendwann demnächst. Kennt ihr? Katrin schreibt, heute Nacht waren es 4 Stunden Hamburg-Cuxhaven. Ja, kann auch sein, kann auch 4 Stunden sein. Was für ein Licht, ne? Also das Licht ist super. Ja, auch ohne Sonnenbrille. Beeindruckend. Hast du Werbung für mich gemacht oder was? Ja, Wieso, hast du wieder Follower dazu bekommen? natürlich. Was Klingelt's ist denn da bei los, dir? Mama? ja, jetzt geht das aber ab bei Jetzt geht dir. das aber richtig ab, du. Ja. Ih, guck mal, meine Nase, da läuft das raus, weil das so kalt ist. Wieso spuckst du mich an? Sag mal? Ich hab Hunger. Ach so. Haben wir extra gemacht. Aber wegen dann müssen wir doch jetzt die Schwesterhansen. Körperflüssigkeiten austauschen. Da kommt nur die Rotze raus. Ja, super. Du, das ist ein Traum von Schwester Hansen. Ui. Für andere zahlen viel Geld dafür, ne? Ja. Schlotz. Oh. Oh. Ja, Ja, das das war war das- nicht die Vitus Bering, das war die Aida Nova. Geht los, Leute. Ja. Das war Horn das passt Signal. nicht zum Bild. Lieben wir. Es ist nämlich arschkalt hier. Schon wieder mal. Wir brauchen noch einen Schwester-Hansen-Befehl für den Chat. Für den Instagram-Account? Ja. Aber die Vitus kann doch jetzt mal antworten. Das Ich wäre doch finde schön. auch. Ich finde auch. Ja, du. Schöne Idee. Annette wünscht sich das Horn von der Queen Mary II. Annette, ich danke dir. Ja. Den Bagger auf Kanal 74 anspreche. Ja, ich hab leider keine Funke hier. Es war ja mal jemand hier, das ist schon echt länger hier. Gekriegt. Der hatte eine Handfunke und der war hier im Hafen unterwegs und da kam mir die Otto Sverdrup. Und der hat dann wirklich über seine Handfunke die angefunkt und dann kam das Horn von der Otto Sverdrup. Und wenn ich mich recht erinnere, war das bis heute das einzige Mal, dass wir Otto Sverdrup Horn gehört haben. Aha. Aber das, ich glaube, so ohne weiteres darfst du es aber auch nicht. Ne? Also Horn oder Funken? Funken. Nee, du brauchst einen Funkschein oder ein Funkzeugnis. Ja. Oh, der Stepper da vorne, so im Licht, ne? Ja, das wäre jetzt ein rasanter Schwenk. Ich weiß nicht, ob du das Ja, machen willst. rasanter Schwenk können wir doch super. Aber das sieht echt nice aus. Hübsch. Du meinst hier so ein bisschen Hafen, Oh, Sonnenuntergangsromantik. Hafenromantik, du, ich sag dir das. Aber wirklich herrlich. Wir haben ja eh noch einen Moment, bis die Nova hier ist. Nochmal schön mit Fähre und so. Nett, nett. Guck mal hier, ein schöner Dreier ist das. Aber richtig schön. Vierer sogar, du. Ein Vierer. Da hinten kommt auch noch mal eine angejuckelt. Leute, ist das nicht schön? Sowas gibt's auch nur in Hamburg. Guck mal, Ach, ein Traum. Ben kann bei gutem Licht genauso eskalieren wie ich. Oh, das ist... Junge, Junge, Junge. Schön. Ja, da hinten sieht das auch nett aus. Ich müsste mal, glaube ich, meine Kamera auch einmal auspacken. Ich denke mal, mache ich ein Bildchen gleich mal von. Oh, guck mal, auch die Fähre, die jetzt hier auf uns zufährt. Ah, schön. Schönes Ding. Darf ich dir mal Also der hier Olaf sagt hier, den Apparillo live einmal sieht aber kurz geben? besser aus als Würde auf ich dem mir mal eben kurz ein Bildschirm. Bild machen wollen. Guck mal, du bist hier jetzt Ich wieder hoffe, er hat seine Brille Ja, ich steck mal an. Moin Ja, Leute, ich jetzt, übernehme mal hier. jetzt, wo wir uns schon so gut kennengelernt haben, dass du mich anspuckst.
Ben, das sind Liebesstücke. Ach, Ne? das ist toll. Also, Fühlt sich gleich viel besser. ja, ne? So, Schwester, komm mal her hier. Ja, ich komme mal Teil her. uns mal Ja, das Mikro hier. ja, warte mal, ich muss mal hier mal eben ganz kurz hier so machen und dann komme ich mal in den Chat. Vielleicht sollte ich das ja auch mal. Nein, das ist falsch. Kannst hier auch mitlesen. Ja, das kann ich auch machen. Da ist einer. Wo denn? Soll ich pfeifen? Ach, guck mal, der dreht sich jetzt zu uns hin. Guck mal, fürs mal, Horn dreht er sich jetzt hier hin. Oh, und dann fallen wir alle um gleich. 360 Yeah! Direkt vor unsere Nase. Gleich gehen die Fensterscheiben auf und er brüllt raus. Der hupt uns jetzt voll ins Gesicht. Nee, der spritzt uns gleich voll mit dem ganzen Rotz da. Stimmt, so wie der letztens der eine den Sand aufgefüllt hat am Strand. Du, wir kriegen gleich eine richtige Ladung ab da. Oh, Ja, Hier. ja, ich habe ein bisschen Angst, Leute. Ben, hol die Knipse raus. Ja, hol die Knipse raus. Das geht gleich richtig los hier. Das gibt jetzt eine Riesensauerei Ja, hier. aber eine Marvin. richtige Sauerei. Das geht gleich richtig los hier. Guck mal, der hat lacht nämlich- sich jetzt schon tot. Guck mal, der hat nämlich hier. Die winken und die kriegen gleich mal richtig den ganzen Guck mal, da Schmotter. kommt's raus gleich. Ja, 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 Da ja. kommt's gleich raus. Schmotteralarm. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, hören Sie mal. Der dreht wirklich so ganz hier rüber, hören Sie. Vitus, bleib ganz ruhig, du, mein Brauner. Der hat bestimmt so ein ganz heiseres Horn. Ich mache jetzt einfach nur so wie die englische Na Queen. komm, na komm. Ach, Der dreht nur. der dreht nur. Aber er muss doch hupen für uns. Das sieht so schön aus. Aber tolles Licht. Macker vom Acker, Dankeschön, im 4. Monat dabei. Danke für deinen Prime-Sub. Und Frankie lässt 5,99 da. Mit Grüßen aus dem Sauerland. Bielefeld hat ihn wieder rausgelassen. Dankeschön. Ich bin groß. Oh, das Licht. Das ist super, oder? Nicht grinsen, nicht lachen. Ja, schade, Mensch, das wäre es noch Andreas haut gewesen. noch mal für die 5 Euro raus und sagt Happy Birthday, lieber Paddy. Dankeschön, danke. Und Johann ist seit 13 Monaten dabei. Danke, Johann. Gute Qualität. Ja, Mensch, Mann oh Mann. Gute Qualität. Falscher Lotse an Bord, würde ich sagen. Wir haben hier aber auch wirklich wieder Stimmung, ne? Hier ist wieder Stimmung. Hier ist wieder ja. richtig Stimmung. Leute, es wird nachher wieder richtig laut. Sag mal, nimmt der Wind zu oder? Sind die Krecher alle? Auf jeden Fall kommen nochmal Geburtstagsgrüße von Regina und Andreas. Danke auch an euch beide für 5,99. Es ist unser Geburtsfehler, dass wir nett sind. Du, Ja. Enjoy it. Gilt das eigentlich schon als Saugbaggerballett? Ja. Der tanzt für dich, das Geburtstagshänschen wahrscheinlich. So, Vitus, jetzt kannst du aber noch mal hier mal, ne? Guck mal, Rechte Hand kommt auch noch ein Beifang. Und nie wieder. Das ist Beorde. Die Beate. Ich glaube, Beate will zum Burchard Kai. Ja, sehr gut. Oh, oh. Mach Deckel drauf. Ich muss mal unten machen. Falling Dragon.
aus der Schweiz haut er was raus für dich und sagt Happy Birthday. Dankeschön. Und Onkel Jupp ist auch seit 14 Monaten dabei. Dankeschön. Ja, und ganz viele gratulieren dir jetzt einfach nur mal so und sagen Ja, alles es ist- Gute und überhaupt das ganze Programm. Ich glaube, so viele Glückwünsche habe ich noch nie bekommen in meinem Leben. Das Also, glaube ich, das glaube ich. Oh, hui. Ich glaube, da kommt einer nach Haus und winkt. auf Beate ist Verlass. Ja, auf Beate. Auf Beate ist Verlass. War letztens schon. Ja. Komm raus, du kleine Halunken-Heidi. Aber ehrlich, letztes Mal war doch Beate auch. Ja, letztes war es auch Beate. Das Ja. war vor, weiß nicht, vor 14 Tagen oder so. Hier, das von dem Andreas musst du mal lesen. Äh, Von Andreas Hartung. er schreibt, vor 2 Wochen hatten wir viel Spaß, als er mich von der Nova gerufen hat. Es war mir etwas unangenehm. War das aber wir hatten derjenige, viel der Paddy Spaß. gerufen hat? Wahrscheinlich, ja. Ah, guck mal, das weiß ich ja, Ja. sogar. Siehst du? Mann. Sehr gut Oh, hast und du das guck gemacht. mal, Tatzes 100 Bits von Geburtstagskind zu Geburtstagskind. Oh. Happy Birthday! Happy Birthday. Birthday! Und Frankie haut nochmal 5,99 raus. Superchat. Auch mit Geburtstagsgrüßen. Dankeschön, Frankie. Und Frank Borchert auch nochmal 5 Euro. Mann, Leute, was ist denn hier los mit euch? Danke. Die Nachricht gar nicht zu Ende gelesen. Was habe ich nicht zu Ende? Doch hinter dir. Es ist zu viel zu lesen. Du bist Andreas. Ich will Frank. Ach, du bist Frank. Scheiße. Ich bin der dir heute die Kuchen geschickt hat. Oh, der Kuchen. Das ist der Frank mit dem Kuchen. Mensch. Ja, der Kuchen ist klar. Also probiert haben wir ihn noch nicht, aber Ja, wenn du einen kriegst, dann soll er ja auch einen kriegen. Perfekt, Mensch. Herzlichen Dank. Und eine Runde Kiezwäsche habe ich mitgebracht. Sensationell. Mensch, hier ist was los, sag ich euch. Lass mal an, ich muss das schon mal weiter gucken hier. Ja, dann nimm mal du mein Handy. Das war der, nach dem du noch nicht gesucht hast. Weil die Tanja hat ja von mir auch schon einen Kuchen gekriegt. Aber jetzt klar, von wem das ist. ach, das ist der Frank Borchert. Ja, ich muss die Nachricht zu Ende lesen. Ich stehe gerade hinter dir. Das ist aber auch nicht ganz so einfach, das stimmt schon. Trottel. Das Döser-Mädel ist seit 17 Monaten dabei. Mit Grüßen von Tina und Peter aus Butzbach. Dankeschön. Aus Butzbach. Grüße Manuela zurück. Wassmann mit 2 Euro. Manuela, Dankeschön. Und der Bahnfilmer Andi. Die Schienenfraktion wünscht auch alles Gute. Herzlichen Dank. 5 Euro Superchat. Klasse. Und Schnulli sagt, ein Geburtstagshorn, das hatten wir schon. Für alle, die heute nämlich auch Geburtstag hatten, zusammen mit Paddy. Das hatten wir schon, genau. Jawohl. Aber die Beate dahin, Leute, ich muss noch mal einen Turboschwenk machen. Es tut mir leid. Ich weiß, dem einen oder anderen wird dabei schlecht, aber guckt euch mal bitte das Licht an. Ja, also das ist ja wohl hier sensationell. 2 Euro für dich raus und sagt Happy Birthday. Dankeschön an den Yogi. Nein, du bist doch die Dame mit dem Luftballon. Nee, nicht die alte. Oh, das ist, guck mal, für dich. Für Das ist eine für Dame, mich. ja. Oh, Dankeschön. Danke, das ist ganz süß. Mit Das dem ist, Luftballon. das ist für Eddie, extra für Eddie, eine Pulle Eddie. Vielen Dank, ganz lieb. Oh, kann mal Cool. jemand Eddie anfunken? Oh, Eddie, Mensch, das ist ja Oh, danke, das ist ja lieb. Hammer. So, wir hatten jetzt gerade den Yogi-Bär für dich mit 2 Euro aus NRW und sagt Happy Birthday. Dann war der Klaus noch da mit 5 Euro. Auch noch Happy Birthday für dich. Dankeschön. Und der Bernd S. haut 20 Euro für dich raus. Wow, Und Happy Bernd, Birthday, danke. Lieber Patti, lass es nachher krachen. Das machen wir. Da Ja, werden wir drauf. Also hallo. also die ganze Bagage, die hier ist, wir gehen natürlich gleich noch. Können wir verraten, wo wir hingehen? Nein, Lieber nicht, ne? nein, wir haben den Helbing für uns ganz allein. Schön. Guck, da muss Ben sogar lachen. Ja. Beate haut noch mal 3 Euro raus. Vielen lieben Dank.
Ganz viele sagen, Bernhard, moin Patti, herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Also es sind ganz viele Leute ja. für dich heute. Ach hier, guck mal, Chris fragt, ob wir morgen früh die Sprengung der Kesselhäuser in Moorburg streamen. Nee. Also der letzte Sprengstream war so ein Rohrkrepierer. Das hatte zwar, also wir hatten zwar wahnsinnig viele Zuschauer von wegen Sprengung, aber Ich glaube, zu sehen war nicht es viel. war so unspektakulär und das war immerhin ein Turm. Ne? Also diese Kesselhäuser, die sind ja auch nicht so hoch und bis ich mir da wieder einen Standort gesucht habe, Ja, ich werde mir morgen früh den Sonnenaufgang angucken, glaube ich. ja, das ist super. Ich komme dann etwas später nach. Morgen ist ab circa 11 Uhr ist richtig High Traffic auf der Elbe. Ah, okay. High Traffic. Michael Tropf fragt, wer von euch hört sich da an wie Ina Müller? Keiner, oder? Ist hier jemand, der sich anhört wie Ina Müller? Wir wissen es nicht, Schwer zu Michael. sagen. Schwer zu sagen. Biggie lässt auch ganz liebe herzliche Grüße da und an alle Gäste, die hier um uns herum sind, ganz liebe Grüße. Arthur, unser Ballonpilot, ist seit 16 Monaten dabei. Und Arthur, sagt alles Gute zum Birthday-Tag. Dankeschön. Aber guck mal, die Aida Nova, die ist langsam da hinten raus und kommt gleich hier ob der Elbe. Und Leute, nur, dass ihr es wisst, also ich kriege es nicht ganz hin, der Chat rattert ohne Ende. Sag mal, ist das Willi? Ja! Ist das Willi? Willi! 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 Der hat die Mucke so laut. Ja, Ja, der ist Keimauer. der ist an der Kaimauer, der ist zu windig. Hier wird rangedrückt. Das war Willi. Warte mal. Die ganzen Sachen auch noch mal separat drauf, ne? Ich nehme die aber auch alle. Können wir noch ein Stück weiter da ranstellen? Schnulli sagt schon, jetzt zu sprengen mit Peng, Puff, Bumm und fertig war's. Das stimmt. Ja, wirklich. das war 3 Sekunden Ding. Also das, Puff, Peng, fertig. das Suchen des Standortes hat mir mehr Spaß gemacht als der Stream. Als das Ereignis. Also es war zwar toll mit den ganzen Leuten und diese ganze Erwartung, was da passiert, aber das war dann am Ende doch eher überschaubar. Und Madeleine fragt, ob es nächste Woche auch einen Stream gibt am Samstag. Also Puffy ich denke, 9, die ja. fahrende Ritterin, ist im 2. Monat dabei. Dankeschön. Das Puffy hoffen wir 9. sehr. Weil wir das ganze Team nämlich zu Besuch haben. Und Ganz Hausi genau. 34 Das wird lässt sein sehr, Prime sehr Sub da im cool. 3. Monat. Danke dir. Guck mal, wie danke. schön da die Sonne jetzt ist, aber ich glaube, da kommst du nicht hin, Nee. ne? Nee, da mal im komm ich jetzt Augustinum. nicht hin. Das ist Hat ganz schöne Fotos schon gemacht. Der Bernhard. Der Bernhard. 11,99. Danke, Bernhard. Schöne Feier nachher. Dankeschön. Die Louisiana. Und Andreas lässt 2 Euro da. Andreas, Dankeschön. Norbert ist seit 13 Monaten. Norbert, Dankeschön. Läuft dir auch die Nase, hör mal. Ja. Das ist der Wind. Ja. Das himmlische Kind. Echt jetzt? Ja, das ist das Böse, Böse, Böse. Nee, bei mir nicht. Na, Hauptsache es läuft, ne? Und die Sonne ist da weg. Oh, jetzt kommt sie aber schön um die Ecke jetzt. Und Daniel gratuliert auch ganz herzlich zum Geburtstag für Paddy. Dankeschön. Und der Fritz sagt auch Happy Birthday. Happy Birthday. Edda grüßt von der AIDA. Wo mussten wir jetzt gucken? Hatten wir vorne irgendwie jemanden, der Vorne winkt? ist jemand mit einem roten Wimpel. Der René. Du musst nicht so schreien. Ach so, Alles gut, Brigitte. okay. Und der hängt heute am Schlepper, weil es so windig ist. Deswegen hat die heute Unterstützung. Mit Hamburg-Fahne meine Schwester und ihr Freund.
Ist der Schlepper eigentlich fest, Paddy? Nee, Okay. der Schlepper ist nur quasi für einen Notfall. Der fährt so ein bisschen daneben her. Die 94. Ach nee, Quatsch, Blödsinn. Doch, der ist fest. Ja, klar, doch, der ist fest, der Schlepper. Der ist fest. Nee, da kann ich nicht gucken. Ich bin so klein. Auf der anderen. Der Blödsinn erzählt. Gut, dass der Wind von da kommt, ne, Paddy? Lack lecker. Danke für 200 Bits. Und Andreas lässt auch nochmal 2 Euro da. Dankeschön. Norbert, 13 Monate. Danke dir. Dann der Svenner im 3. Monat mit dem Prime Sub auf Twitch. Herzlichen Dank. Und die Pudelmutti lässt ein Sub da. Ich danke dir vielmals. Willkommen an Bord. Andreas Schweiger, 14 Monate. Danke. Also hier ist auch noch einmal am Heckbackboard, ist wohl auch noch Ja. Alarm. Aber sag mal, komme ich da jetzt irgendwie... Leute, ich muss jetzt einmal versuchen, ob ich darüber filmen kann. Wegen der Es Sonne. tut mir leid, ja. Ich muss jetzt einmal... Ja, es sind ein paar Köpfe dazwischen. Also, Mensch, René! So aber nicht! Wenn du von hinten kommst, ja. können wir Brigitte mal einen Helbing geben? Ja. Brigitte, einen kleinen Helbing oder was? Bloß nicht, bloß nicht. Nee, Brigitte, von nee, Alkohol die fährt schläfst du nachher da vor. ein oder drehst du da auf? Dreh voll auf! Nee, dann keinen Helbing. Nee, aber nicht für Kinder. Ach so, ich muss doch mal ich bin jetzt ruhig. Entschuldigung. So, jetzt lasst uns mal diese Bilder genießen und schauen, ob wir noch den einen oder anderen finden, der da winkt. Denn jetzt dreht sie ein und dann gibt sie gleich Gas, dann ist das hier auch ruckzuck vorbei. Da haben wir was Rotes. Das sieht auch aus wie ein Wimpel. Da. Stimmt, da sehe ich was. Richtig schön, ne? So, wie liegt's bei euch? Die Hamburg-Flagge. Achtung, die Zicke-Zacke-Truppe macht sich bereit. Ja. Es wird gleich ganz laut. Sag mal, habt ihr die gleichen Mützen? Ja. Das ist ja auch. Wieso habt ihr denn die gleichen Mützen eigentlich? Andreas Schweiger, 14 Monate, Dankeschön. Und Vicky lässt auch nochmal 2 Euro da. Danke, Vicky. Dann haben wir Sascha Anteporters mit 13 Monaten und Hakan Angelt. Kommt rüber mit 31 Raidern. Herzlich willkommen an Bord. Schön, dass ihr da seid. Familie Iversen fragt, ist Brigitte eigentlich auch da? Ich verstehe die Frage nicht. Hat man, Ich bin da! hat man sie etwa überhört? Also seht ihr denn jetzt irgendwo jemanden, der... Ja, vorne mit dem roten Tuch ist Ja, den irgendwie... hatten wir ja schon. Ach so, den habt ihr schon, okay. Ja. Dann müssen die Leute jetzt mal schreiben.
So viel zu der Frage, ob Brigitte da ist. Entschuldigung. Brigitte kriegt kein Helbing. Pfeifen. Ein Schiff, ein Pfiff. Die flippt ja Ut hier, wenn wir hier einen Helbing Hab ich doch geben. gemacht, oder? So, wo steht ihr denn jetzt alle? Mit den Wimpeln, mit den Bademänteln, mit den Bettlaken. Macht mal Party! Da vorne winken die ganz wild. Wo denn? Ganz vorne, ganz vorne. Ganz, ganz vorne. Stimmt, hast recht. Probier's. Heute mal Ausschau nach Hamburg fahren. Wo ist denn deine Schwester? Aida bei den Kugeln. Mit Hamburg-Fahne. Beim roten Blinklicht. Da ist ein oranges Tuch mit Licht. Bitte? Ach, da oben, ja, ja. Ich muss eben mal wieder umschalten. Sekunde. Bin gleich wieder da. Ich habe hier, glaube ich, gerade mit der zweiten Kamera ein Problem, aber bleib jetzt auf der ersten. Du hörst immer das Echo und dann hörst du die Antwort. Das ist Unter dem gelben D ist meine Schwester. Da ist Brigittes Schwester. wie geil. Ja, ich würde mal sagen, alle, die auf der AIDA sind, eine tolle Reise. Macht es doch richtig schön und kuschelig. Reise. Nimmt. Oh mein Gott! Genießt die schöne freie Zeit mit euren Liebsten, die ihr da an Bord habt. Und ja, viel Spaß. Tolle Reise. Bis in einer Woche. Hast du Fotos gemacht? Ja, du, hab ich. Achso, du bist da? Bernie, danke dir für den zweiten Monat Prime Sub. Na Ben, hast du noch was zu erzählen für unsere Community? Ich? Oh, ich habe ja nichts zu sagen. Ne? Natürlich. Wenn du mal zu Wort Tüdelheini. kommst, ne? Schön ist das so. Bisschen frisch, aber schön. Ja, hier, jetzt habt ihr mal wieder mitbekommen, was hier los ist auf dem Dach vom Cruise Gate. Ja, Attacke, ne? Hier ist Attacke. Also AIDA ist immer Party. Aber das wird auch immer mehr, ne? Also die Ja. Eskalationsstufe mit Motivation und so weiter und so fort und Anfeuern und so wird immer mehr. Ich habe auch das Gefühl, dass der Anfeuerclub, dass hier quasi die AIDA Ultras, dass die immer mehr werden. Nein!
Die AIDA Ultras. Aber ich glaube auch, das Wetter macht es dann auch irgendwie. Also heute war es besonders kalt, wieder mal wie immer. Schön sonnig. Ne? Ja. Also immerhin. Aber jetzt war es doch schon windig und schattig. Danke. Weiter so. Und, Dankeschön. Danke. Ich glaube, es wird noch mehr werden, wenn es ein bisschen wärmer wird. Ja, das kann schon sein. Kein Horn. Ja, ab und zu sucht man dann ja auch mal absichtlich Plätze, wo dann nicht so viele Menschen sind. Richtig. Ja, aber ob so ein AIDA Ultra eigentlich auch so ein AIDA-Tattoo schon hat? Das weiß ich nicht. Das könnten wir ja eigentlich mal im Chat fragen, ne? Ja, also eigentlich Sind ja finde ganz das viele- gehört ja fast schon dazu. Ne? Also, Es gibt bestimmt Leute mit einem AIDA. Oder irgendwas, was mit der AIDA Stimmt. zu tun hat. Also irgendjemand hat sich diesen Kussmund bestimmt als Arschgeweih tätowieren Sag mal, lassen. Brigitte, hast du dir AIDA schon tätowieren lassen als AIDA Ultra? Also nicht, noch nicht. Kann ich nicht. Ach so. So. Melody Man, danke dir für 2 Monate. Kannst du das mal machen, Ben? Ja, natürlich. Ja. Wir machen mal ganz schnell ein Foto. Ja, Das mal. Ja, das ist doch dein Telefon. Ja, natürlich. Das macht er. was denn? Soll ich mit drauf sein? Ah ja. Ben, Schwester Hansen, hier. So, Ja, wie die hören. Da stehen wir wieder. Lach, ja, so. Alles gut, danke. Das war ja ganz einfach. Jetzt, wo es vorbei ist, lachst du. Sehr schön. so, gleich ist sie weg. Tschüss. Tschüss. Du, und kein Mensch mehr hier, ne? Von 100 Leuten sind jetzt noch maximal Haare. 20 da. Das ist doch irre. Danke. Ich habe eben einmal nach da geguckt. Ja, und dann ist alles leer. Alles verrückt, ne? Innerhalb von Sekunden. Ja. Eben noch alle Ich finde da auch und jetzt AIDA zack, Ultra alle mit weg. Kussmund Arschgeweih. Das ist doch. Also wenn es ein Schwester Hans und Fanclub-Tattoo gibt, dann ist ja alles zu spät. Oh mein Gott, nein, bitte hört auf. Ich habe ja bei Philipp eine Schwester Hansen-Möwe beantragt. Hast du? Ist bis jetzt leider noch nicht umgesetzt Krieg ich auch so eine worden. Spritze oder so? Das ist eine mit so einem Einlauf. So, da ist sie gleich weg. Oder so ein Schwesterkäppchen so. Ein Käppchen oder so ein So eine Haube. Kleidchen? Schwesterkleidchen? Auch vielleicht. Oh, ganz knapp. Ja. Und jetzt Oh, aber mit so eine High Heels. rote Kreuzhaube auf. Ja, ja. Die Möwe mit den High Heels und dem Schwesterkleidchen. Herrlich. Hatten wir auch noch Mein nicht. Schwesterchen. Tschüss, mein Süßen. Krass, wie schnell sich das hier leert. Ach so. Zack, sind alle weg. Zack, sind alle weg und das Schiff ist auch fast weg. Können wir noch Abrissparty machen? Jetzt können wir etwas rein. Ja, So noch Kiezmische, wenn jemand möchte. aber wir gehen ja jetzt auch gleich noch ein bisschen was futtern. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Einen Ja, wunderschönen Geburtstag. tschüss. Tschüssi. Tschüss. Wir drehen aber gleich nochmal die Kamera, wenn das Schiff weg ist. Ich drehe jetzt gleich die Kamera einmal. Ich nehme jetzt auch mal wieder deine Brille. Muss ich noch lesen? Nee, ne? Nee. Ja, aber ich mach das hier schon. So, mal gerade gucken. Warte mal, ich kann die auch. So, wollen wir alle noch mal hier. Oh, ja, wir. So, komm hier ran, komm hier ran. Sportlich, sportlich, sportlich. So. Oh, warte mal. Arschkalt! Tief so. Arschkalt! Es ist, muss ich wieder vor allen stehen? Ja, da sichi! Selbstverständlich. Du bist ja der Birthday-Meister heute. Ja. Na denn? Wo bist du denn? Vielen- Hier, komm. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Ganz lieben Dank auch für eure dicke Unterstützung. Vielen Dank auch für die ganzen Spenden, egal ob auf YouTube oder Twitch. Es war wieder chaotisch, es war ordentlich Stimmung, es war ordentlich Party. Also mir hat es richtig Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und ja, wir gucken mal morgen, vielleicht gibt es morgen wieder so ein bisschen ganz ruhiges Shipspotting. So, herrlich. ach, so schön, so nur mit Wassergeräuschen. Wirst du jetzt alt, mein und, Süßen? Wirst du ja, jetzt, Du brauchst so ein bisschen Ruhe. Leute. also mehr als einmal die Woche, Ein bisschen das geht nicht, ne? meditatives Ja. ja, aber ehrlich, du. Ein bisschen so Du, ich bin schon weit in der zweiten Hälfte meines Lebens.
weit. Ja, nun hauen wir nicht so rein raus. Ne? Ja. Meine Nachbarin auch gedacht. Auch Propofol soll gut sein. Du, kann dir auch eine Infusion geben mit ganz vielen geilen Vitaminen. Du, da bist du wieder wie 21,5. Ich auch. Du auch. Na gut, ihr Lieben, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Oh, meine Finger, ne? Sag mal, sind deine Finger auch so kalt? Brauchst du vielleicht mal deine Handschuhe wieder?